Diese Holzteile stammen aus frühchristlicher Zeit. Sie werden in einer zerfallenen, antiken Reliquiendose, einer Pyxis aus Elfenbein, gefunden, die seit 1,5 Jahrtausenden verschollen ist. Was ist das für Holz? Ist es heilig? Stammt es von einer Reliquie? Oder ist es Teil der Elfenbeindose? Das besondere Behältnis taucht bei archäologischen Grabungen im Süden Österreichs wieder auf. Seit der Spätantike liegt es unter der Erde. Ein spektakulärer Fund und eine Sensation für die Wissenschaft. Heilige Gegenstände aus der Zeit der Anfänge des Christentums sind extrem selten und von unschätzbarem Wert. Man weiß, das gibt es, wenn nur ein einziges Mal in einem Wissenschaftlerleben eines Archäologen. Also das sind schlaflose Nächte. Man malt sich da schon Geschichten aus. Auch mit dem Vorwissen war es eine riesige Überraschung und ein Moment, den man ganz bestimmt nie vergessen wird. Worum handelt es sich genau? Wer hat das hier platziert? War es Absicht oder ist die Reliquiendose vergessen worden? Was war oder ist darin? Und was ist mit den Menschen geschehen, die hier einst gelebt und dieses Heiligtum verehrt haben? Archäologinnen und Archäologen der Universität Innsbruck suchen nach Antworten. Rom. Die berühmten antiken Reste in der italienischen Hauptstadt zeugen von ihrer einstigen Macht. Das Imperium Romanum ist in seiner Blütezeit riesig und auch ein Großteil des heutigen Österreichs Teil davon. In der Spätantike wendet sich allerdings das Blatt. Es zeigen sich bereits deutliche Zerfallserscheinungen. Das mittlerweile christliche Römische Reich beginnt unterzugehen. Die Zeiten werden unruhig. Wir sind in Kärnten, das in römischer Zeit zur Provinz Noricum gehört. Im Drautal, im Gemeindegebiet der heutigen Ortschaft Irschen, gibt es in der Spätantike eine Siedlung. Archäologinnen und Archäologen der Universität Innsbruck graben hier, um mehr über diesen Ort und dessen Bewohner zu erfahren. Gerald Grabherr leitet die Ausgrabungen und ist regelmäßig hier, um der in Vergessenheit geratenen Siedlung ihre Geheimnisse zu entlocken. Eine Gemeinschaft von Menschen lebt hier in der Spätantike und hinterlässt Spuren. Viel liegt noch im Verborgenen, aber einiges konnte das Team bereits herausfinden. Wir gehen davon aus, dass ursprünglich hier heroben ein paganes, also ein heidnisches Heiligtum bestanden hat, auch durch die gesamte römische Kaiserzeit hindurch. Der Beginn der Siedlung dürfte im Lauf des 4. Jahrhunderts erfolgen. Ja, die Bevölkerung ist natürlich in dem Sinn römisch und das Siedlungsareal, das im Norden von einer 1,5 Meter starken Sperrmauer abgegrenzt ist, umfasst heute ziemlich genau 1 Hektar. Also die Menschen, die in den Städten gewohnt haben, in den Jahrhunderten davor, haben aufgrund der unsicheren Situation damals diese Tallagen verlassen und sich in die Höhenpositionen zurückgezogen. Und dort entstehen eben quasi dann neue Städte und die werden eben den Bedürfnissen der damaligen Menschen besser gerecht als die vielfach ungeschützten Siedlungen in Tallage, die schon im 4. Jahrhundert vielerorts auch weitgehend verödet sind. In Rom ist ab dem Jahr 306 Kaiser Konstantin der Große an der Macht. Und unter seiner Herrschaft wird das Christentum im Römischen Reich nicht nur legal, sondern kann zur wichtigsten Religion im Imperium aufsteigen. Auch die Menschen, die hier in der Siedlung auf dem Hügel leben, sind bereits Christen. Die Forschenden der Universität Innsbruck beginnen mit ihren Grabungen im Jahr 2016 am höchsten Punkt der einstigen Siedlung. Sie legen die Reste eines großen Gebäudes frei. Es handelt sich um ein Gotteshaus, eine frühchristliche Kirche, die damals auf dem Siedlungshügel thront.
Heute ist die Fläche wieder mit Erde bedeckt, zum Schutz der alten Mauern. Die Dimensionen des frühchristlichen Gotteshauses lassen sich aber erahnen. Die Kirche selbst, die sich hier ausgedehnt hat, hatte eine Länge von in etwa 18 Metern und wurde über eine Marmorschwelle von Westen her betreten. Und im Süden und im Westen der Kirche befanden sich die Bestattungen der quasi sozialen Oberschicht dieser Siedlung. Also hier sehen wir den Ostabschluss der Kirche auf der Hügelkuppe. In Steinen kann man auch ganz gut nachgesetzt vollziehen. Die Apsis, die sich hier befunden hat. Dann rechts und links von mir die beiden Querannexe, über die man beispielsweise hier im Norden in eine Seitenhalle gelangen konnte, die sich dann bis hier zur Geländekante und vorn etwas tiefer gelegen herumgezogen hat. Neben Mauern und anderen Gebäuderesten kommt auch eine auffällige Steinplatte zum Vorschein. Wozu dient sie? Kurze Zeit später finden die Archäologen die Antwort. Seitlich der Apsis stoßen sie auf ein Grab. Die grüne Schieferplatte dient einst als Grababdeckung. Es zeigt sich, das Grab wird nicht später dazugebaut, sondern ist von Anfang an geplant und wird zusammen mit den Grundmauern der Kirche errichtet. Und zwar in direkter Nachbarschaft zum Altar. Da wird wahrscheinlich schon die Elite am Burgbichel versucht haben, entsprechend präsent zu sein, sich diesen Bauplatz zu sichern und über den Kirchenbau sich auch ein entsprechendes Denkmal einerseits zu setzen und auf der anderen Seite natürlich auch für das eigene Seelenheil vorzusorgen. Und zwar steckt da dahinter, dass man ganz in der Nähe des Heiligen bestattet werden wollte, weil man sich dadurch auch die Nähe zum Heiligen, also ein besseres Leben im Paradies vorstellte. Daraus schließen wir, dass dieses Grab vorgesehen war für eine wichtige Person, wahrscheinlich für den Stifter der Kirche oder für einen Teil der Kirche oder der Ausstattung der Kirche. Das wissen wir natürlich nicht, weil dafür bräuchten wir schriftliche Quellen. Wir können ja immer nur die archäologischen Befunde interpretieren und interpretieren eben dieses Grab so, dass wir es mit einer wichtigen Person der Gemeinde, der Kirchengemeinde zu tun haben, der für die Gemeinde und für die Kirche sehr bedeutend war. Menschliche Überreste von 3 Erwachsenen, einem Teenager und 4 Kindern können geborgen und im Naturhistorischen Museum in Wien untersucht werden. Die Erwachsenen sind miteinander verwandt. Ihre Skelette zeigen erblich bedingte Veränderungen am obersten Halswirbel. Sie sterben aber nicht zur gleichen Zeit und werden nacheinander begraben. Wer waren diese Menschen? Die Skelette selber geben da relativ wenig Auskünfte. Wir haben auch keine Beigaben dazu gefunden. Das ist aber eigentlich ganz normal für diese Zeit. Da werden die Toten beigabenlos bestattet. Wir können jetzt nur anhand der anthropologischen Analysen daraus schließen, wie die Leute beieinander waren, wie alt sie waren, welche Krankheiten sie hatten und solche Dinge. Und da wissen wir, dass es sehr starke Abnützungserscheinungen gibt, auch bei den jugendlichen Personen. Das heißt also, das Leben auf dem Berg war sicher sehr anstrengend, war sicher mit Mühen verbunden und was schon auch erstaunlich ist, wenn wir davon ausgehen, dass es sich bei den Toten in diesem Grab um die Stifter, also um die Elite der Gemeinde handelt, dass auch die starke Abnützungserscheinungen durch harte Arbeit vermutlich aufweisen. Der Großteil der Verstorbenen wird in der Spätantike in einem großen Gräberfeld, vermutlich am Fuße des Siedlungshügels, begraben. Oben bei der Kirche entdecken die Archäologen mehrere Gräber, in denen verschiedene Mitglieder der Elite bestattet sind. So oder so, eine gute Verbindung nach oben nutzt erst nach dem Ableben etwas. Andere Bauwerke zeugen davon, dass es die Menschen hier früher gar nicht so eilig haben mit dem Auffahren in den Himmel. Reste einer Wehranlage werden freigelegt. Nach Norden hin sollte eine mächtige Steinmauer die Bürger vor feindlichen Übergriffen schützen. Hier, wo auch heute der Weg in die antike Siedlung hereinführt, befand sich der Eingang auch in der Antike. Also ist in einer S-Schleife durch die Mauer, die sich einerseits hier hinaufzieht, als Wall noch gut zu erkennen und die zweite Zungenmauer in dieser Richtung entlang führt, gestaltet. Und die S-Form
ist ganz typisch für antike Toranlagen gängig, weil es natürlich den Angreifer im Falle immer zwingt, seine rechte, seine ungedeckte Seite, also wo er das Schwert hält und nicht den Schild, dem Verteidiger zuwenden muss. Ans Tor, an die Mauer anschließend befanden sich direkt angebaute Räume, die wohl als Torhaus oder als Wärterhaus angesprochen werden können. Von der Dimension her, die Mauer war 1,5 Meter stark und bei unseren Untersuchungen konnten wir sie streckenweise auch noch in der gleichen Höhe, also ebenfalls 1,5 Meter in der Erhaltung feststellen. Ein weiteres wichtiges Gebäude wird gefunden. Die Archäologen legen eine Zisterne zur Wasserversorgung frei, mit einem Fassungsvermögen von ca. 70.000 Litern. Eine Besonderheit ist hier der spezielle wasserdichte Zement, mit dem die Zisterne ausgekleidet ist. Ein Gebäude samt Dach schützt die lebenswichtige Wasserstelle vor Verunreinigungen. 200, 300 Menschen, vielleicht auch mehr, leben hier in der Spätantike. Ihre Häuser sind für die Zeit typische Bauwerke aus Holz mit Steinfundamenten, meist mit nur 1 oder 2 Zimmern. Um auf den steilen Hügelflanken bauen zu können, legen die Menschen damals eine Vielzahl künstlicher Terrassen an, die heute noch gut als ebene Stellen im Gelände sichtbar sind. Das kann man auch ganz wunderbar aus dem Laserscan erkennen, also dass zuerst die Hügelkuppe in mehrere Terrassen umgestaltet worden ist. Baumaterial gibt es einerseits. In meinem Rücken kann man ganz gut die Kalkfelsen erkennen, der Kesselwände. Also dort konnte natürlich Kalk gebrochen werden und zusätzlich ist dort auch Kalktuff vorhanden, der dann genutzt wurde für Fensterleibungen, Bogen etc., weil das wirklich leichtes Baumaterial ist, das auch gut mit der Säge bearbeitet werden kann. Aber andererseits ist auch von der anderen Talseite Baumaterial heraufgetragen worden, das man wirklich aus der Zusammensetzung des Gesteins ganz gut erkennen kann. Die Reste mehrerer Wohnhäuser können freigelegt werden. Und dabei kommen auch immer wieder Gegenstände des täglichen Lebens zum Vorschein. Scherben von Gefäßen, ein Lot, Tierknochen oder Nägel. Gewandspangen helfen bei der zeitlichen Einordnung, genauso wie Münzfunde, die bis ans Ende des 6. Jahrhunderts reichen. Silbermünzen zeigen Kaiser Justinus, den Neffen von Kaiser Justinian. Ein Großteil der Funde macht natürlich die Keramik aus, die mag ja ursprünglich einmal relativ unspektakulär wirken, ist natürlich schon ein wichtiges materielles Gut, mit dem wir auch arbeiten müssen. Der Großteil davon ist lokal produzierte Küchenkeramik, Vorratskeramik. Wir haben aber in diesem Jahr eine Scherbe oder ein Teil eines Gefäßes gefunden mit einem Kreuz, das auch ganz in der Nähe der großen Kirche gefunden worden ist. Oder haben wir sozusagen wahrscheinlich ein liturgisches Gefäß. Was auch wichtig ist, sind importierte Keramikgefäße. Wir haben also Tafelgeschirr und Amphoren. Amphoren sind die Behälter für Wein und für Öl. Und da wissen wir, dass einerseits diese Behälter mit den Produkten Öl und Wein aus Nordafrika importiert worden sind und zum anderen aus dem östlichen Mittelmeerraum. Das heißt, wir können mit diesen Funden, das sind oft nur kleine Scherben, aber doch sagen, der Handel in der Spätantike im 5. und 6. Jahrhundert hat noch relativ gut funktioniert, weil die Produkte, die notwendig waren für die Elite oder für die Priester, Öl, Wein, wurden noch immer aus Nordafrika und aus Rhodos oder aus der östlichen Ägäis importiert. Also das funktionierte immer noch. Und solche Handelswaren werden sicherlich auch in dem Gebäude konsumiert, das die Archäologen 2020 im nordöstlichen Siedlungsbereich entdecken. Sie stoßen auf Gebäudereste, die sich von den typischen Wohnhäusern unterscheiden. Sie sind viel massiver und auch weitläufiger. Da gibt es natürlich die römischen Siedlungen mit Forumsanlagen, Tempeln, Bädern und so weiter. Das findet man in der Form auf diesen Höhensiedlungen nicht. Also das sind wirklich reduziert auf eine Befestigungsanlage, auf diese Kirchenbauten mit dem, was dazugehört. Und im Laufe der Grabungen, wir haben dort natürlich schon festgestellt, das ist ein großes Gebäude und gut erhalten,
gut ausgestattet, also dass man zumindest ein ganzes Stockwerk in Stein aufgeführt hat, nicht so wie bei den einfachen Wohnhäusern, wo nur der Sockelbereich in Stein gemauert ist, sondern wirklich voll in Stein aufgeführt und wo der Verputz auch noch wunderbar erhalten war, mehrere Estrichböden vorhanden. Also hochwertige Architektur, und aufgrund der Lage sind wir davon ausgegangen, dass es sich um ein repräsentatives großes Wohnhaus handelt, mussten unsere Ansicht dann allerdings revidieren, weil als plötzlich so eine halbrunde Mauer zum Vorschein kam, war klar, dabei handelt es sich um das Synthronon, also die Priesterbank, die typisch für frühchristliche Kirchen ist, wo im Halbkreis der Klerus bei der Messe sitzt und Platz nimmt, und das passt in ein Wohnhaus natürlich nicht hinein, und somit war klar, dass es sich hier auch um eine Kirche handelt. Und die wird noch für große Überraschungen sorgen. In der Spätantike ist das Christentum im Noricum und somit dem heutigen Kärnten bereits stark verwurzelt. Wir wissen aus den Schriftquellen, dass Kirchenfunktionäre, wenn man so will, auch Versorgungsaufgaben übernommen haben, also auch geschaut haben, dass quasi die Menschen in diesen Städten auch mit entsprechenden Nahrungsmitteln versorgt werden, mit entsprechenden Bekleidungsstoffen und so weiter. Also die Kirche hat da auch ihre karitative Funktion in der Hinsicht eben ausgefüllt und eben auch wahrscheinlich auch die Defizite, die es in der politischen Administration, in der Verwaltung gegeben hat, auch ausgeglichen in gewisser Weise. Die obere Kirche dient der Eucharistie, wird von den Dorfbewohnern also für die Gottesdienste genutzt. Doch wieso gibt es eine zweite Kirche? Einen Hinweis finden die Archäologen unter einer antiken Schicht Fußboden aus Estrichmörtel. Sie entfernen sie und ein sternförmiger Umriss kommt zum Vorschein. Wie sich herausstellt, handelt es sich um die Reste eines Taufbeckens. Sechseckige Grundform mit einschwingenden Außenkanten, also es wirkt wie ein kleiner Stern mit dem kreisrunden Becken im Zentrum, das mit wasserdichten Mörtel verputzt ist und so zweistufig nach unten geht. Und ursprünglich, was eben schon in der Antike beim Umbau dann abgetragen wurde, dürfte so außen auf Sitzbankhöhe gestaltet gewesen sein. Eventuell, das müssen wir uns noch genau überlegen, auch von einem kleinen Baldachin überdacht. Aber ein wirklich von der architektonischen Gestaltung ganz exquisites Stück. Es war auch außen verputzt, das kann man heute auch noch feststellen. In der zweiten Kirche gibt es eine Seitenkapelle, die für die Taufe genutzt wird. Aber wie kommt der Estrichboden auf das Taufbecken? Bereits in der Spätantike wird die heilige Stätte umgebaut. Die ursprüngliche Taufkapelle bekommt einen anderen Zweck, erhält einen Altar und wird zu einer Memoriakapelle umfunktioniert. Das ist aber etwas, was wir auch von anderen Kirchen und anderen Plätzen kennen, dass im Laufe von einem Jahrhundert oder von 2 Jahrhunderten, wo diese Kirchen bestehen, die umgebaut werden. Und mit solchen Umbauten sind auch Funktionswechsel verbunden. Also das ist nichts wahnsinnig Überraschendes. Es ist historisch überliefert, dass am Ende des 5. und zu Beginn des 6. Jahrhunderts Noricum, also die Region, von der wir hier sprechen, unter ostgotischer Herrschaft stand. Und die Ostgoten waren auch Christen, aber sie waren keine Katholiken, sondern sie waren Arianer. Die Arianer bauten ihre eigenen Kirchen mit ihren eigenen liturgischen Einrichtungen, und mit Abzug der Arianer übernahmen die Katholiken sozusagen wieder ihre Gebäude und ihre Einrichtungen, und damit könnte man theoretisch so einen Funktionswechsel erklären. Wäre für Irschen ein Szenario durchaus vorstellbar, aber ist letztlich nicht zu beweisen. Im Rahmen der Umbauarbeiten wird der Sakralbau auch mit einem gewissen Komfort ausgestattet. Hier sind wir im Bereich östlich des Kirchenhauptraumes, an den ein Bauteil einschließt, ein Raum,
den wir als Sakristei oder Skriptorium interpretieren, der aber von seiner Ausstattung sehr besonders ist. Also einerseits haben wir hier einen Estrichboden, auch hier nochmal Reste davon, was durchaus gute Ausstattung ist, aber die Besonderheit zeigt sich vor allem hier in diesen großen Steinplatten, die in einer Reihe gelegt sind, weil darunter befindet sich ein Kanal, der sich am Südrand gabelt, also in einer T-Form. Ein Kanal ist hier in diesen senkrechten Platten gut zu erkennen und dabei handelt es sich jetzt in dem Fall um eine Fußbodenheizung, wo im Norden das Präfurnium, also der Schürkanal, sich befindet. Die warme Luft strömt unter dem Boden durch, wird am Ende des Raumes nach den beiden Seiten abgeleitet und zieht dann über die Abzüge nach außen. Also wir haben hier einen Raum im Bereich der Kirche, der auch wirklich beheizt war. Und das ist etwas, was man nicht sehr häufig findet. Der wechselvollen Geschichte der Kirche ist es vielleicht auch zu verdanken, dass den Archäologen im Jahr 2022 ein spektakulärer Fund gelingt. Im unteren Bereich des Altars entdecken sie eine grubenartige Vertiefung. Ein Steinquader mit 2 Löchern kommt zum Vorschein. Wozu dienen sie? Mit ihrer Hilfe kann der Stein herausgezogen werden. Es ist also ein Verschlussstein. Doch wofür? Die Archäologen entfernen den Tuffquader und entdecken dahinter einen Hohlraum. Sie öffnen zum ersten Mal nach mehr als 1500 Jahren die hier verborgene Reliquienkammer. Ein schwerer Kubus aus zentimeterdickem Marmor ist darin versteckt. Die Überraschung bei den Archäologen groß. Derartige Funde sind in der Geschichte der Archäologie nur selten gelungen und eine Sensation. Könnte die Reliquie noch darin sein? Und wenn ja, warum haben die Menschen sie einst hier gelassen? Wenn eine Kirche, ein Altar geweiht wird, dann ist in der frühchristlichen Zeit nötig, dass dort auch eine Reliquie untergebracht wird. Aber das weiß auch jeder und deshalb wird sie auch immer mitgenommen. Und in unserem Fall war es so, der Altar, ein Blockaltar aus Tuffquadern, war aufgebrochen. Die marmorne Mensaplatte, also die Abdeckung des Altars, war zerbrochen, heruntergeworfen und eine Reliquie offensichtlich herausgenommen. Nur in diesem Fall war unter dem Altar eine zweite und diese, wir nehmen an, war zum Zeitpunkt des Verlassens der Siedlung nicht mehr bekannt, weil über die Zugangsgrube ein Estrich gezogen war oder eigentlich sogar 2 Estrichböden und über die Jahrzehnte zumindest vergessen wurde, dass hier noch eine Reliquie war. Und zu unserem Erstaunen, wie wir den Block entfernt haben, ist wirklich dahinter der marmorne Schrein noch gewesen, in dem sich dann auch die Reliquiendose, in dem Fall eine verzierte Elfenbeinbüchsis, befunden hat. Und das ist etwas, also für uns eine Sensation. Ich kenne keinen entsprechenden Befund weltweit, dass bei einer modernen Grabung so etwas unversehrt geborgen werden konnte. Also das ist vergleichsweise sowas, wie wenn man von einem ägyptischen Pharao die Grabkammer aufmacht. Also für die persönliche Wahrnehmung. Und wir erklären uns das so, dass beim Verlassen der Siedlung, die wahrscheinlich schnell passieren musste aufgrund eines historischen Ereignisses oder einer Naturkatastrophe, dass man zwar die obere Reliquie noch bergen konnte, da hat man gewusst, die ist im Blockaltar verborgen. Man hat die Marmorplatte intentionell zerstört, damit man eben zur Reliquie gelangte. Und von der unteren Reliquie in der Kammer wusste man wohl nichts mehr. Ein Glücksfall für die Archäologie. 2 Reliquien im Altar der Kirche und eine davon in Vergessenheit geraten. Dass hier früher 2 Heilige verehrt werden, lässt sich auch noch an einer anderen Besonderheit ableiten. Statt einer großen halbkreisförmigen Apsis gibt es in dieser Kirche 2 nischenförmige Bereiche hinter dem Altar.
Wir glauben durch die Möglichkeit, dass 2 Reliquien auch aufbewahrt wurden in diesem Altar, dass auch 2 unterschiedliche Heilige verehrt worden sind. Das könnte sich auch abzeichnen in der Gestaltung des Ostabschlusses der Seitenkapelle, weil diese Kapelle endet in 2 Apsiden, also 2 Nischen, die da entstehen, 2 große Nischen, die auch sozusagen zweigeteilt auf 2 Personen womöglich hindeuten und würde diese Hypothese eventuell stützen. Welchen Heiligen ist die Kirche geweiht? Hinweise für zumindest einen der beiden könnte vielleicht die zerbrochene Elfenbeinpyxis liefern. Mehr als 1500 Jahre liegt der besondere und wertvolle Fund, abgeschlossen von Licht und Luft unter der Erde. Damit durch die veränderten Bedingungen kein Schaden entsteht, wird das empfindliche Material schnellstmöglich an das Institut für Archäologien nach Innsbruck gebracht und dort von der Archäologin und Restauratorin Ulrike Töchterle übernommen. Es ist immer das Beste, wenn die Bodenparameter beibehalten werden. Das heißt, so wie es im Boden sich befunden hat, so sollte das dann auch schauen, rauszuholen und auch so zu lagern, bis das in der Werkstatt ankommt, in der Restaurierung. Dann kann das erst von uns versorgt werden. Das heißt, wir haben keinen plötzlichen Luftsauerstoffzutritt, wir haben die Luftfeuchtewerte oder die Feuchtewerte vom Objekt, die gleich bleiben. Im Labor können optimale Lagerbedingungen geschaffen werden und erste Untersuchungen erfolgen. Noch ist fast nichts bekannt, weder über die heilige Dose selbst noch über ihren Inhalt. Ist die Reliquie unter den Elfenbeinfragmenten noch erhalten? Das Problem? Die Bruchstücke liegen übereinander gestapelt im Marmorkubus und verdecken womöglich den Inhalt der Reliquiendose. Ein erster Weg führt zum CT. Mit Hilfe der Computertomographie kann das Material dreidimensional gescannt werden. Das ermöglicht bereits erste Aussagen über den Fund. Also dankenswerterweise hat uns die Medizinische Universität hier ausgeholfen mit einem CT-Bild. Also Gerald Degenhardt, der ist spezialisiert und macht immer wieder solche Spezialfälle für uns. Wir sehen hier das CT-Bild, also die 3D-Rekonstruktion. Und was hier in Blau deutlich hervortritt, das sind alle metallischen Bestandteile. Also vermutlich Beschläge und Nieten, sehen wir hier die ganzen Nieten und Beschläge eben aus irgendeiner Kupferlegierung. Das werden wir dann noch sehen, ob es Bronze oder Messing ist. Wir nehmen wirklich an, dass die Pyxis verschließbar war. Irgendwo wird sich noch ein Schloss befinden. Hier in diesem Bild sehr gut sichtbar mit solchen Verzierungen. Das werden wir dann im Detail sehen, wenn wir das aus der Kiste nehmen. Einst eine mit Schnitzereien und Beschlägen reich verzierte runde Elfenbeindose mit Deckel, in der die Reliquie des Heiligen aufbewahrt wird. Das CT zeigt auch, dass sich etwas unter den Elfenbeinbruchstücken befindet. Aber was? Handelt es sich um die Reliquie? Das kann jetzt noch nicht beantwortet werden. Erst müssen alle Teile entfernt werden, dabei ist besondere Vorsicht geboten. Elfenbein ist empfindlich. Doch wie stark hat die Zeit dem Material zugesetzt? Um das festzustellen, macht sich die Restauratorin mit einem ersten Fragment auf den Weg zu einem Mikroskop. Die starke Vergrößerung hilft, mehr über den Zustand des Materials zu erfahren. Es stammt vom Stoßzahn eines Elefanten, der vor mehr als 1,5 Jahrtausenden gelebt hat. Also im Prinzip schauen wir jetzt einmal die Oberfläche an. Wie ist die Struktur vom Elfenbein? Und wir sehen schon ganz typisch diese lamellare Aufspaltung beim Elfenbein durch die lange Lagerung in sehr hoher Feuchtigkeit. Das heißt, das Kollagen baut sich ab. Das sieht man da auch ganz gut. Und es bilden sich ganz viele Risse. Und an der Oberfläche sehen wir auch ganz viele Sandkörner, die sich einfach eingelagert haben. Sandkörner und eine leichte Verleimung von diesem Kollagen. Da sehen wir die ganzen Wurzeln, da zum Beispiel Steinchen und eben irgendein bakterieller Befall, der da stattgefunden hat oder irgendwelche Tiere, die sich da eingenischt haben. Das heißt, der Abbaugrad ist relativ stark fortgeschritten. Durch Aufbringen eines Festigers wird das Material vor weiterem Zerfall geschützt, dann erfolgt eine Reinigung. Das ist jetzt die Oberflächenreinigung, die mit ganz kleinen Pinseln passiert und Insektennadeln. Das heißt, ich versuche jetzt Erdreste oder kleine Sandkörner von der Oberfläche zu entfernen.
Wir wollen ja die Oberfläche genau erkennen. Wir wollen sehen, wie die Bearbeitungsspuren sind, wie haben die Handwerker damals gearbeitet, was hat man da als Relief in das Elfenbein hineingeschnitzt. Stück für Stück und in wochenlanger Kleinarbeit werden die einzelnen Bruchstücke aus dem Marmorkubus entnommen, genau dokumentiert und gesichert. Es sollen auch genetische Analysen gemacht werden. Masken und Handschuhe schützen die Fragmente vor biologischer Verunreinigung. Antworten werden gesucht. Warum ist die Pyxis zerbrochen und wann? Wie hat sie ursprünglich ausgesehen? Wo ist sie hergestellt worden? Also was ich jetzt schon mit Sicherheit sagen kann, sie ist gedrechselt worden. Auch der Deckel, man hat ganz eindeutige Drechselspuren. Sehr schön sind die ganzen Bronzeverschlüsse, die teilweise an der Deckelfalz noch befestigt sind. Nieten auch aus Bronze und auch vereinzelt Eisennieten. Interessant ist bei den Beschlägen, die sind verziert. Also man hat hier mit Kreisaugenbohrer gearbeitet. Und interessant ist natürlich auch, dass das ist ein spanabhebendes Verfahren und dass da die Späne noch drauf geblieben sind. Also man merkt, der Handwerker hat sehr schnell gearbeitet und das nicht im Nachhinein dann wieder versäubert. Der Boden kann grob zusammengelegt werden, die Unterseite der Elfenbeindose wird sichtbar. Weitere Details kommen ans Licht. Es gibt eine Ausbohrung ziemlich in der Mitte und ich habe mich schon gewundert, was soll das jetzt, warum ist da jetzt ein Loch und da ist was rausgefallen. Und dann bin ich draufgekommen, dass der Zahn, der hat Zysten eingelagert. Das heißt, der Elefant hat vielleicht eine Krankheit gehabt, die verknöchert sind und man hat das wie bei einem Astholz ausgebohrt und durch ein anderes Teil ersetzt. Also total spannend, wie der Handwerker da auf die Qualität geschaut hat und das Material dann entsprechend angepasst hat. Der Deckel ist auch sehr fragmentiert erhalten und was sehr auffällig ist, wir haben in der Mitte eine gedrechselte Ausnehmung. Da drauf hat man dann einen Knauf geklebt. Wir haben eben die Leimreste gefunden, die wahrscheinlich mit Bleiweiß versetzt waren, um das vielleicht farblich an die Elfenbeinfarbe anzugleichen. Unterdessen werden auch die anderen Funde vom Burgbichel bearbeitet. Neben Tonscherben und Holzresten finden sich auch viele Gegenstände aus Metall. Mit vorsichtigem Sandstrahlen werden Oberflächen zunächst von hartnäckigem Schmutz gereinigt. Eisen, das früher etwa für Nägel oder Werkzeuge verwendet wird, kann im Entsalzungsbad von Verwitterungsschichten befreit werden. Das ist ein chemischer Prozess, um eben dieses Chloridwachstum zu hemmen. Wir restaurieren die Objekte auch, das heißt, wir legen originale Oberflächen frei. Wir legen Verzierungen frei, die natürlich ganz typisch sein für gewisse Zeiten und damit ist es dem Archäologen einfach auch möglich, die Funde besser einzuordnen. Auch Gewandfibeln aus Bronze, Silbermünzen oder Schmuck werden konserviert und restauriert. Fibeln, das sind die Gewandspangen, sind von dem her interessant, weil wir da wissen, die sind gewissen Modeerscheinungen unterlegen, deswegen können wir sie zeitlich auch einordnen. Da gibt es Typen, die ganz typisch nur für ein Jahrhundert oder für ein halbes Jahrhundert sind und deswegen brauchen wir solche Stücke, um unsere Dinge zu datieren. Auch die Münzen, wann wurden die Münzen geprägt, wann haben die Kaiser regiert, also ist das etwas, was uns chronologisch sehr viel weiterhilft. Mittlerweile sind fast alle großen Bruchstücke der Elfenbeindose aus dem Marmorkubus entnommen, bis auf eins. Die Pyxis ist in größere und auch kleinere Teile zerbrochen und einzelne Fragmente stark verbogen. In einem nächsten Schritt werden sie digital erfasst. Nachdem die einzelnen Fragmente sehr stark verbogen sind, verzogen sind, teilweise auch verworfen sind, wird es nicht möglich sein, die Fragmente zusammenzukleben. Das heißt, die ganze Pyxis im Originalbestand wieder herzustellen. Aber was wir machen, das ist eine 3D-Rekonstruktion. Da kann man dann alles Mögliche ausprobieren und eventuell eben auch versuchen, die Fragmente zumindest digital wieder so zu biegen, dass sie aneinander passen. Einerseits machen unsere Kollegen auf der Klinik eine Mikro-CT-Aufnahme, die also wirklich in einem extrem detaillierten Bereich jede kleine Unebenheit aufnimmt. Und zusätzlich machen wir eine SFM-Dokumentation, also ein zweites 3D-Modell mit der Farbtextur an der Oberfläche über Structure from Motion, also wo aus ganz vielen Fotografien aus verschiedenen Winkeln das Stück fotografiert wird und dann aus diesen Bildern ein 3D-Modell errechnet wird. Und diese beiden zusammen ergeben dann schlussendlich
das hochauflösende, detaillierte 3D-Modell. Die Elfenbeindose dient vor 1,5 Jahrtausenden zur Aufbewahrung einer Reliquie. Noch immer ist nicht klar, ob das heilige Relikt überhaupt noch da ist. Erst durch die Entnahme des letzten großen Bruchstückes wird der Blick auf das, was sich am Boden des Marmorkubus befindet, frei. Viele Monate sind seit dem aufregenden Fund in Kärnten vergangen und die Anspannung ist groß. Werden sich die Vermutungen bestätigen? Was wird hier gleich sichtbar? Kann das Geheimnis um die vergessene Reliquie jetzt gelüftet werden? Was ist denn das? Das schaut fast wie Holz aus, oder? Das eine. Okay, das ist das, was wir gesagt haben im CD. Oder? Das ist Holz und Metall obendrauf, ja. Das Blech. Mehrere Stücke aus Holz, braun verwittertes Eisen und grünlich schimmernde Bronze sind zwischen kleineren Elfenbeinresten zu erkennen. Die Holzreste geben Rätsel auf. Wie sich das so links ausgeht, dass es dann drunter liegt. Drunter liegt, oder? Ja. Das ist schon komisch. Ich verstehe es nicht. Weil ich sage, wenn man es zerstört hätte und die Reliquie rausgenommen hätte, dann hätten wir es aber nicht wieder so verschlossen. Wurde das heilige Relikt schon vor 1500 Jahren herausgenommen und nur die geweihten Reste einer zerbrochenen Reliquiendose wieder unter dem einstigen Altar beigesetzt, vielleicht weil sie damals schon kaputt war? An die Bruchstellen, also die Bruchseiten von den Fragmenten, haben wir Spuren von diesem Wurzelfraß, von diesen Myzelien gefunden. Das heißt, die Bruchstellen sind nicht frisch. Mehrere Holzteile werden am Boden des Marmorkubus gefunden. Gehören sie zusammen? Stammen sie alle von ein und demselben Objekt? Einige Stücke des stark verwitterten Holzes zeigen deutliche Bearbeitungsspuren. Dienten die Bohrlöcher zur Befestigung? Und wenn ja, was wurde hier montiert? Auf einem der Stücke ist eine Eisenauflage erkennbar, die an den Buchstaben A erinnert. Sind sie Teil der Reliquie oder gibt es für das Holz eine ganz weltliche Erklärung? Wir haben gerade ein CD gemacht und wir sehen da verschiedene Eisenstruktur drin. Vermutlich sind es Teile, die zum Schloss gehören, die auf der Plakette praktisch an der Außenseite vielleicht befestigt waren. Wir sehen auch noch Nietlöcher drin und noch Nieten sind auch noch drin. Im Moment wissen wir noch nicht genau, wie das Ganze zusammengestellt war, was die Verschließbarkeit dieser Pyxis betrifft. Die Abstände von diesen Nietlöchern passen genau auf die dafür vorgesehene Stelle im Reliefbereich. Also da gibt es eine glatte Stelle mit Nieten und die Abstände seien genau entsprechend. Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich wirklich bei allen Holzfragmenten um Teile des Schlosses handelt. Da sind wir noch dran. Weitere Untersuchungen werden zeigen, aus welcher Art Holz die Teile sind, woher das Holz stammt und ob sie von ein und demselben Holzobjekt stammen oder von verschiedenen. Inzwischen sind alle Elfenbeinfragmente archäologisch gesichert und auch digital erfasst. Die Außenseite der Pyxis ist reich verziert. Doch was oder wer ist hier dargestellt? Mit dieser Frage haben sich die Archäologen in den vergangenen Wochen ebenfalls beschäftigt. Also die Elfenbeinpyxis ist sicher ein Produkt, das nicht hier vor Ort hergestellt wurde. Man sieht die weiten Handelsverbindungen, die Kontakte, dass man Zugang zu so einem Material hat und aufgrund der Qualität der Verarbeitung und der künstlerischen Versiertheit des Handwerkers kann man sicher sein, dass in einem großen städtischen Zentrum dieser Handwerker oder diese Handwerker natürlich gesessen sind. Also wir gehen da aus von einem Raum zwischen Alexandria, Ravenna oder am nächsten gelegen wäre denkbar noch Aquileia. Es sind Details wie Frisuren, unterschiedliche Gewänder bei den Figuren zu beobachten. Die Figuren sind alles Männer, das ist einmal definitiv. Einerseits haben wir eine Basis an Darstellungen, mit denen wir arbeiten können und Vergleiche ziehen können. Zum anderen ist es so, dass diese Stereotype, diese Männer mit Bärten in langen Gewändern unterschiedlich interpretiert werden. Und es fehlen zumeist ganz eindeutige Attribute, die eine Zuweisung an einen bestimmten Propheten, an einen Apostel zulassen. Die runde Reliquiendose zeigt verschiedene Szenen. Zu sehen sind Darstellungen sowohl aus dem Alten Testament als auch aus dem Neuen.
Doch wen zeigen sie? Die Interpretation ist mitunter schwierig. Ist das hier Moses mit dem Stab, mit dem er Wasser aus dem Fels schlägt? Und handelt es sich hier um die Tür zur Grabkammer Christi? Eine Szene, die man gut interpretieren kann, das ist die Figur, die im reichen Gewand mit vielen Falten sich nach links wendet und von einer Hand, die aus der Wolke ragt, eine Rolle übergeben bekommt. Der Kopf selber ist in die andere Richtung gewendet und mit dieser Darstellung können wir Moses fassen, die Gesetzesübergabe an Moses. Das ist ein Bildmotiv, das wir auch von anderen Pyxiden oder von Mosaiken kennen. Also da ist die Ansprache relativ einfach. Eine zweite Szene, die wir gut ansprechen können, ist die Figur, die wieder von einer Hand, die aus der Wolke ragt, das ist Hand Gottes wiederum, hinaufgezogen wird. Und hier haben wir es mit einer Himmelfahrt zu tun. Zusätzlich zu der Hand Gottes ist hier auch ein Zweigespann, also ein Pferdegespann dargestellt. Zwei Pferde und ein Rad vom Fuhrwerk sieht man noch. Und das Pferdegespann im Kontext mit Himmelfahrt ist auch etwas, was wir gut kennen. Die Kombination mit Pferdegespann und Hand Gottes ist etwas Besonderes, ist auch erklärungsbedürftig. Aber dadurch, dass die Hand Gottes abgebildet ist, glauben wir, dass es sich hierbei um die Himmelfahrt Christi handelt. Theoretisch käme auch die Himmelfahrt von Elias in Frage, weil Elias mit einem Pferdegespann in den Himmel fährt. Aber Elias wird nicht von der Hand Gottes hochgezogen, deswegen ist die Interpretation als Christus im Moment zumindest wahrscheinlicher. Bedeutend ist die Darstellung auch deswegen, weil wir eigentlich bisher sehr wenige Himmelfahrtsdarstellungen haben. Auf Elfenbeindosen gibt es überhaupt keine Himmelfahrt und Himmelfahrten von Christus, die Anzahl an Himmelfahrten von Christus ist sehr überschaubar. Die Ikonografie ist insofern bedeutend, weil wir aus dem Alpenraum zum Beispiel alttestamentliche Szenen noch überhaupt nicht fassen können. Also der Moses, also mir ist keine Moses-Szene aus dem Alpenraum bekannt. Gerade im 5. und 6. Jahrhundert ist es üblich, dass man das mehrschichtig macht und nämlich immer einen Bezug zwischen dem Alten und dem Neuen Testament herstellt. Also da liegt der Gedanke zugrunde, dass im Alten Testament sich alles, was im Neuen dann vollendet wird, schon andeutet und vorzeichnet. Also da werden dann immer Parallelen hergestellt und in dem Fall haben wir die Übergabe der Gesetze an Moses am Berg Sinai bis hin, die ganze Geschichte wird dann vollendet, wohl mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi. Und das ist sozusagen alter Bund, neuer Bund, Beginn und Vollendung der quasi Heilsgeschichte. In der Antike gibt es einen regen Handel mit Reliquien und auch mit Reliquiendosen. Sie werden in großen Stückzahlen produziert. Die Darstellungen außen haben dadurch oft keinen direkten Bezug zum heiligen Gegenstand im Inneren. Auch bei der Pyxis von Irschen können keine Rückschlüsse auf die Reliquie und somit auf den verehrten Heiligen gezogen werden. Der Verbleib der Reliquie ist weiterhin unklar. Eine Theorie ist, dass die Elfenbein-Pyxis bereits in der Spätantike zerbricht und die Fragmente dann ordentlich in den Marmorkubus gelegt werden. Was sehr auffällig war, dass Teile, die sich im oberen Bereich befunden haben, an Teile im unteren Bereich angepasst waren. Das heißt, der Zustand, wie wir es vorgefunden haben, ist nicht natürlich. Die Pyxis ist nicht natürlich zerfallen. Und das heißt, wie kann man sich das erklären? Entweder die Pyxis war schon im zerstörten, kaputten, gebrochenen Zustand im Marmorkubus oder jemand hat drin hantiert. Vermutlich hat jemand versucht, die Reliquie zu entnehmen. Es ist sehr auffällig, dass Teile gefehlt haben, von den Beschlägen zum Beispiel, und auch Teile vom Relief an der Außenwand. Die neuesten Erkenntnisse haben gezeigt, dass die Elfenbeindose schon in der Antike
von der Reliquie befreit wurde. Es wurden zwar die einzelnen Teile wieder bestattet in dieser Reliquienkammer, aber die Reliquie ist wohl entnommen worden. Jetzt muss man sich überlegen, wo ist diese Reliquie dann hingekommen. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten in der Kirche, aber eine dieser Möglichkeiten wäre, dass die Reliquie in dem Blockaltar, der ja oberhalb dieser Reliquienkammer errichtet worden ist, aufbewahrt wurde. Und damit wäre die Theorie von zwei Heiligen, die gleichzeitig verehrt worden sind, nicht mehr sehr überzeugend. Aber wieso macht sich jemand die Mühe, die Scherben einer zerbrochenen Dose wieder zu bestatten, in einem Marmorkubus unter einem Altar? Sogar der Verschlussstein wird wieder fein säuberlich platziert und der verbleibende Hohlraum verfüllt. Also man kann auch davon ausgehen, das kennen wir aus dieser Zeit, dass es auch Berührungsreliquien gab. Also der Behälter, der in direktem Kontakt mit der Reliquie selbst stand, bekam dadurch auch wiederum Reliquiencharakter und ihm wurde eine gewisse Heiligkeit verliehen. Und deshalb kann man auch eine zerbrochene Elfenbeindose nicht einfach irgendwo in die Ecke schmeißen, sondern die behält auch ihren religiösen Charakter und ihre religiöse Bedeutung. Und so ein Vorgehen ist mir derzeit zumindest, dass man es archäologisch nachweisen kann, von keiner anderen Fundstelle derzeit geläufig. Die Pyxis ist bedeutend, weil wir wirklich nur in Ausnahmefällen die Behälter für Reliquien im archäologischen Befund fassen können. Weil diese Reliquien mit ihren Behältnissen werden zumeist mit dem Verlassen der Siedlung abtransportiert. Die Christengemeinde zieht ab und ihre wichtigsten Utensilien, die wichtigsten Dinge der Christengemeinde werden natürlich mitgenommen. Bedeutend, vor allem in der Hinsicht, dass wir aus so spätantiken Höhensiedlungen im Südostalpenraum so etwas eigentlich nicht kennen. Es ist auch ganz außergewöhnlich für den Burgbichel in Irschen, dass wir in beiden Kirchen eigentlich doch hochwertige Marmorausstattung des Kirchenraumes nachweisen können, die wir in solchen Höhensiedlungen sonst auch nicht kennen. Auf dem Burgbichel von Irschen ist eine von vielen Höhensiedlungen, die es in der Region in der Spätantike gibt. Die außergewöhnlichen Funde hier oben ermöglichen einzigartige Einblicke in das einstige Zusammenleben, den spätantiken Handel und auch das frühe Christentum. Hinweise auf Gewalt und Zerstörung finden sich am Burgbichel nicht. Mit der Einwanderung der Slawen verändern sich die Lebensumstände der Menschen im Noricum. Die Höhensiedlungen schützen die Menschen zwar besser, das Leben ist aber auch härter. Also man muss sich da schon hinauf bemühen. Leichter lebt man am Talboden, wo einerseits die Verkehrsanbindung natürlich viel besser ist, wo natürlich auch die wirtschaftlichen Ressourcen in der Regel ja viel näher greifbarer sind, vor allem auch die landwirtschaftlichen Ressourcen, also die in der damaligen Zeit eine sehr große Rolle gespielt haben. Am Übergang vom 6. zum 7. Jahrhundert wandern von Südosten langsam slawische Bevölkerungsgruppen die Drau aufwärts und beginnen hier zu siedeln. Und das Ganze kulminiert dann im Jahre 610 mit der Schlacht bei Aguntum, als slawische Gruppen auf bajuwarische Heere und Siedler treffen. Und das ist quasi der Punkt, an dem die Zugehörigkeit der Region an die mediterrane antike Welt endet. Also dann hört das Christentum eigentlich auf in der Region, weil die Slawen wieder ihren heidnischen Glauben mitbringen. Wir nehmen an, dass eine romanische Restbevölkerung sicher vor Ort im Tal auch verbleibt. Die geht dann aber sukzessive als Minderheit in der slawischen Mehrheitsbevölkerung auf und wird dann in einem zweiten Schritt dann nochmals christianisiert. Die Höhensiedlungen werden aufgegeben und verlassen. Manche Siedlungen werden früher verlassen, andere wiederum etwas später. Aber innerhalb von einigen Jahren ändert sich dann das Siedlungsbild im Raum vollständig. Und somit ist es im Südostalpenraum der Moment, wo eigentlich dann quasi der Übergang von der Antike zum Mittelalter passiert. Die Grabungen gehen weiter.
Teile der unteren Kirche liegen noch im Verborgenen und auch viele andere Details. Können die Archäologinnen und Archäologen dem Burgbichel von Irschen all seine Geheimnisse entlocken? Warum ist die Pyxis zerbrochen? Sind die Holzstücke Teil vom Verschluss oder sind Reste der Reliquie darunter? Welche Heilige wurde hier verehrt und wann und warum genau haben die Menschen das alles hier zurückgelassen? Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Rätsel gelöst werden können.